Ich überlege, ob ich das jetzt quer nehme oder doch im Hochformat. Also fangen wir einfach mal an. Nee, wir machen doch quer. Wir nehmen doch ein Querformat. Ist nämlich einfacher zum Bearbeiten, finde ich. Was sind das wieder für Entscheidungen heute? Ja, ich habe hier noch eine Masse mir angerührt und damit will ich erstmal wieder auch ein bisschen ins Malen kommen und hier ein bisschen rumspielen mit dem Material. Und das ist es halt auch. Also so kommst du ja schon wieder in die Malerei. Ich nehme jetzt aber erstmal einen Spachtel, hole das erstmal raus hier. Jetzt muss es ja irgendwie auf die große Fläche verteilt werden und du kannst natürlich auch einfach deine Hand dafür nehmen und hier ein bisschen rumspielen, rummatschen. Ist ja auch nicht schlecht, direkt mit dem Material in Kontakt zu sein. Also probier dich da aus und ich verteile das jetzt hier erstmal. Jetzt ist überall so ein bisschen Textur drunter. Du kannst das eben auch immer mit dem Kuchenheber verteilen, je nachdem, was du so da hast. Und ich möchte so lange Linien heute sehen. Also mal gucken, das passt hier sogar über die ganze Leinwand. Das ist ja ganz praktisch. Ich will hier nur so ein paar Knicke irgendwie auf die Leinwand bringen. So, jetzt muss das erstmal trocknen. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gekocht. Die Textur ist trocken und ja, ein bisschen stärker angemischt. Einen richtig kräftigen Farbton habe ich jetzt hier. Oh ja, und sofort wird hier die Textur auch sichtbar. Ja, das ist immer toll, wenn sofort dieser Effekt da ist, dass man diese Linien und Knicke so schön betonen kann. So ein toller goldener Farbton, aber ich will hier noch mal etwas dunkler werden. Wow, was für ein schönes Blau. Da jetzt einfach mal drin abtauchen. Ja, hier sieht man wieder ganz toll, wie die Farben so auf einem wirken. Das hat schon was. Bringe ich mal die Farben ein bisschen zusammen.
Hier entstehen jetzt genau diese neuen Farbtöne. Die passen auch richtig gut zusammen. Da entstehen jetzt neue, schöne Farbtöne und noch tolle Effekte eben über dieses Wasser, im Prinzip gefärbte Wasser, kann die Farbe so schön laufen. Da passt doch jetzt auch gut ein bisschen Türkis dazu. Auf jeden Fall passt perfekt, finde ich. Oh ja, schau mal hier. Der Effekt ist auch toll. Immer zwischendurch das Werkzeug sauber machen, nicht vergessen. Gerade wenn man Weiß benutzen will, sonst hat man gar nichts von Weiß. Mal so ein paar Sandstrände hier hin. Das lassen wir mal laufen und hier vorne stoppen wir den Fluss jetzt mal, weil sonst komme ich hier nämlich auch nicht weiter. Das gefällt mir so schon ganz gut, aber hier würde ich noch ein bisschen Blau sehen wollen. Also noch ein bisschen mehr. Ja, so losgelöst zu malen, das ist echt schön. Also probier das aus.
das ist nicht schwer. Du brauchst auch gar nicht so viel Farbe. Der Kaffee ist ein guter Träger, also auch für die Farbe, dass sie so schön verläuft. Und das sind jetzt hier so meine Inseln, ein bisschen Urlaub auf der Leinwand. Ich bin eh ziemlich erkältet gerade und deswegen tat das total gut, hier einfach mal so abzutauchen. Zwischendurch kam ja auch die Sonne raus, auch toll. Man sieht überall so die Strukturen drunter und tolle Farbtöne. Also auch gerade dieses Türkis, sehr schön, sehr meditativ. Tolle Farbtöne, finde ich. Also die vermischen sich dann halt auch einfach sehr, sehr gut und einfach und genau, einfach machen. Unser Motto, bleiben wir dabei, holen wir uns die Inseln auf die Leinwand, unsere Ruheinseln, Grünwieseninseln, was auch immer, wozu auch immer du gerade Lust hast. Also mach und ja, genieße deinen Sonntag. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich immer voll. Ihr seid schon gedanklich schon immer alle hier dabei, wenn ich hier was mache. Ja, so meditativ durch die Malerei gehen, das hat einfach doppelt und dreifach was, finde ich. Also tankt man immer wieder auf und immer wieder auf und es entstehen immer wieder tolle, neue, fantastische Effekte und man muss nicht viel machen, es passiert ganz viel automatisch und deswegen, wenn du nicht so genau weißt, was du machen willst und Lust hast zu malen, dann kann ich dir diese Technik empfehlen. Du brauchst gar nicht viel Farbe. Das sind immer nur mal so ein paar Tropfen. Der Kaffee macht den Rest oder wenn du den Kaffee nicht magst, nimm Wasser. Das geht genauso gut. Also viel Spaß beim Malen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es bitte. Dann wird dir auch wieder etwas von mir vorgeschlagen und das wäre natürlich auch für dich gut. Dann verpasst du kein Video, auch wenn du den Kanal abonniert hast, kriegst du immer wieder Bescheid, wenn hier ein neues Video startet. Also macht's gut, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr diese Gemeinschaft so schön bereichert mit eurem Sein hier und das macht mir immer sehr viel Spaß und deswegen danke, dass du deinen Kommentar hier lässt, mich auch motivierst sozusagen, das überhaupt hier zu machen. Also danke und hab einen schönen Sonntag. Tschüss!